Hallo Leute, heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich mich gefragt, stimmt denn diese ganze Geschichte, die da erzählt wird, dass die neueste Version von Windows, also Windows 11, überhaupt nicht auf alter Hardware läuft? Dass man quasi seine Hardware austauschen muss, nur wenn man Windows 11 mal installieren möchte. Und weil ein Ingenieur sowieso nichts glaubt, was er nicht selber gemessen hat, habe ich gesagt, gut, das probierst du jetzt mal aus. Also habe ich mir die älteste Hardware gesucht, die ich bei mir finden konnte. Und da ist sie. Das ist das Board, was ich dazu verwende. Da geht es um ein Gigabyte-Board. Hier, so heißt das GAEP35DS4. Und ist wirklich schon sehr alt. Es ist also ein DDR2-RAM kommt da drauf. Und es kann schon einiges, ne? Hat einen RAID-Controller und so weiter, aber ist schon betagt. Um rauszukriegen, wie alt das war, musste ich ein bisschen suchen. Leider steht es hier gar nicht drin, wann das released wurde. Aber ich habe mal geguckt, wann die allererste BIOS-Version kam. Und die ist im Dezember 2007 rausgekommen. Das ist eine Weile, ne? Also, das sind 18 Jahre. Und dann habe ich noch geguckt, welcher Prozessor da drauf ist, was das für ein Ding ist. Und zwar ist das hier ein Intel 2 Core 2 Quad Prozessor. Da sage ich später nochmal was dazu, wieso das eine Quad-Variante ist. Und der ist 2008 rausgekommen, also erster Quartal 2008. Das ist auch eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, weil das Board ist ein bisschen älter als der Prozessor. Das liegt daran, dass ich den Prozessor zwischendrin mal gewechselt habe. Da habe ich einen etwas stärkeren eingebaut. Ich werde dann am Ende von dem Video nochmal darauf eingehen, wie die Geschichte von dem Ganzen ist, warum ich das so habe und wie das so sich ergeben hat. Ja, und das ist also wirklich ein altes Mädchen hier. Also da sind einige Jahre ins Land gegangen. Ja, 2008 sind ja auch schon wieder 17 Jahre. So, und hier ist er jetzt. Und ihr seht tatsächlich hier, Achtung, Moment. Es ist wirklich der Intel Core 2 Quad von 2008, der hier läuft. Und er läuft auch sehr gut. Also es ist überhaupt kein Problem für den mit dem Betriebssystem klarzukommen. Der Task Manager sieht auch nicht schlimm aus. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass der sich da total abmüht, damit er denn das Windows am Laufen hält. Da laufen im Moment sowieso noch gerade ein paar Updates da im Hintergrund. Daher kommen diese Spikes. Ne? Ich bin noch nicht ganz durch mit allen Updates. Aber der macht seine Sache schon sehr gut. Und es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt total ruckelig oder irgendwie schlecht zu bedienen wäre. Also ich würde sagen, wenn man das nicht weiß, dann merkt man überhaupt nicht, dass man hier vor so einem alten Rechner sitzt. Ich kann euch auch hier zeigen, das ist eine ganz offizielle Version. Also das ist hier mein Windows 11 Pro und das ist komplett aktiviert mit der Microsoft digitalen Lizenz und das ist auch mit meinem Konto verbunden und ich habe einen offiziellen Produktkey und das ist eine ganz legale offizielle Version und die Installation, die lief eigentlich problemlos durch. Man muss natürlich am Anfang diesen Parameter mitgeben. Da gibt es so einen Parameter, den man bei der Installation mitgibt, dass er eben die Hardwareprüfung nicht macht. Einfach installiert, egal was. Aber es funktioniert. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist der Gerätemanager. Und wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß ja, dass hier immer angezeigt wird, wenn irgendwelche Geräte nicht funktionieren oder die Treiber nicht da sind. Und wenn ihr hier seht, also das ist wieder der richtige, das ist der Vierkerner hier. Und bei Systemgeräte, das sind also alle Komponenten, die da auf dem Mainboard vorhanden sind, die funktionieren alle. Also es gibt zu jedem Gerät einen von Microsoft zertifizierten Treiber von 2025. Also wenn das nicht der Knaller ist. Also da verstehe ich Microsoft überhaupt nicht. Das ist doch marketingmäßig, ist das doch der Burner. Die können sagen, unsere Software ist so gut, die läuft sogar noch auf uralter Hardware. Ja, aber sie machen genau das Gegenteil. Sie sagen, nein, schmeißt die Hardware weg, ihr müsst euch neue kaufen, damit unsere Software überhaupt funktioniert. Also, verstehe ich überhaupt nicht.
Das läuft super hier. Also ich habe hier einiges ausprobiert und diverse Programme gestartet und so. Es funktioniert einfach. Das Ding tut's. Und es tut's gar nicht schlecht. Also er ist überhaupt nicht überlastet. Er hat hier, na gut, er ist hier bei ungefähr 15 bis 20% CPU-Last. Das ist recht viel für ein Betriebssystem im Standby. Ja, aber na klar, da ist jetzt viel Zeug, was da gemacht werden muss. Und der Prozessor ist ein kleiner Kerl, verglichen mit dem, was heute üblich ist. Und trotzdem geht's wunderbar. Ich meine, macht das mal mit dem Apple. Also macht mal eine neueste Software, versucht die mal auf einen 18 Jahre alten Apple zu installieren. Das könnt ihr mal komplett vergessen. Und da verstehe ich einfach nicht, wieso das marketingmäßig erstens nicht ausgeschlachtet wird. Das ist doch was ganz Dolles. Und zweitens, warum genau das Gegenteil erzählt wird, dass man jetzt neue Hardware kaufen muss. Verstehe ich komplett nicht. Also es geht alles. Der Onboard ist ein Netzwerkadapter hier drauf. Es sind hier die ganzen USB-Controller. Alles funktioniert. Alles. Ja. Also kein einziges Gerät wird hier gemeldet, das fehlerhaft ist. Tja. IEEE hat er auch einen Controller. Und alles sonst hat er auch gefunden und funktioniert. Keine Ahnung, was das soll. Funktioniert. Also ihr müsst eure Hardware nicht wegwerfen. Ihr könnt es mal mit der probieren, die ihr habt. Das Einzige, was ich bei meinem System hier noch ändern würde, ja, wenn ich das wirklich jetzt im Alltag verwenden würde, die Grafikkarte ist also ein uraltes Schätzchen, eine ATI Radeon 3450. Wenn ihr die mal googelt, die ist ja genauso alt, ja. Und deshalb ist alles ein bisschen langsam. Außerdem war ich jetzt gemein zu dem und da ich das ja in 4K alles aufnehme, habe ich ihn jetzt hier gezwungen, über meinen Remote Desktop das auf 4K hoch zu skalieren. Deshalb ist das hier so beim Bewegen so ein bisschen ruckelig. In echt sieht es nicht so schlimm aus. Also es funktioniert. War hellauf begeistert. Ich wollte euch ja noch was erzählen zu dem Mainboard, wie das überhaupt gekommen ist. Und zwar ist es so, das Board war jahrelang im Dienst. Ich hatte das selber benutzt und das war in einem Server eingebaut, wie auch immer. Und irgendwann ging es nicht mehr. Und das habe ich repariert. Und zwar war das gar nicht so einfach. Ich habe überall den Fehler gesucht. Im Endeffekt war es so, dass einfach unter in dieser Heatpipe hier, da waren die Hitzeleitpads unter den einzelnen Baugruppen. Also hier geht es um die Stromversorgung und da ist der Chipset. Und hier ist nochmal der Controller für diese ganzen Festplatten hier. Da ist einfach diese Hitzeleitpads, die sind komplett ausgetrocknet. Klar, nach 17 Jahren ist das eben so. Und die hatten also überhaupt keine Wirkung mehr und dann ist das alles überhitzt und dann ist das Gott sei Dank nicht kaputt gegangen, sondern einfach festgefressen. Also der ist komplett gefriest gewesen und nach ein paar Minuten Betrieb war der kaputt. War der aus, ging nichts mehr. Ja, und dann habe ich das eben auseinandergebaut und eigentlich habe ich das Ding nur abgenommen, weil ich hier gedacht habe, bei diesen Stromversorgungstransistoren ist irgendwas faul und wollte die also einzeln durchmessen, aber kaum baue ich das ab, bröselt mir da diese Hitzeleitsache entgegen und da war eigentlich schon klar, also mit der wird überhaupt nichts mehr gekühlt. Kein Wunder. Und dann habe ich die halt erneuert. Das ist ein bisschen blöd hier gelöst, weil es einfach unterschiedliche Höhen sind, weil die Chips halt unterschiedlich hoch sind und das haben die nicht hier angepasst, sondern die haben halt einfach mehr Hitzeleitpads drunter gesteckt, wenn der ein bisschen tiefer war. Ich habe das jetzt angeglichen, also die höchsten haben überhaupt keine Pads mehr, die sind direkt draufgesetzt mit Wärmeleitpaste und die anderen, die haben halt dementsprechend die Pads gekriegt, die dafür nötig sind. Die gibt es ja so in 0,1 Millimeter Abstufung, kann man die ja kaufen, sodass das dann ideal passt. Das war eigentlich das Einzige, was ich da reparieren musste. An Komponenten war da alles in Ordnung. Ja, und wo ich dann schon mal das Board dann wieder zum Laufen hatte, da dachte ich, naja gut, dann nimmst du mal den alten Prozessor runter. Da war nämlich ein ganz, ganz schwacher drauf. Und dann habe ich mir hier einen neuen besorgt, also geguckt, was das Board unterstützt. Und dann habe ich hier geguckt, dass ich den stärksten finde. Also den 9550 habe ich leider nicht bekommen. Der war zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, einfach nicht verfügbar, beziehungsweise super teuer noch. Und den nächstbesten war halt der hier, den ich da jetzt habe, den 3000, also 9300. Also hier der da drüber. Hier steht dann nochmal die Spezifikation von dem, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Und der nächstgrößere hier, der hätte, weiß ich nicht, da ist der Second Level Cache ein bisschen größer und so. Und dann gab es noch die Extreme-Varianten von dem. Das sind aber welche, die werden
eigentlich nur gekauft, um sie zu übertakten. Da ist nämlich die Möglichkeit der Übertaktung besser. Da sind eigentlich einige Sicherheitsfunktionen sind da geöffnet und die kann man also dann aktiv übertakten. Aber so ein Ding würde ich mir nie kaufen, weil wenn einer sowas kauft, dann hat er das natürlich auch übertaktet und dann ist der entweder kaputt oder irgendwie extrem belastet. Habe ich also nicht gemacht. Ich bin ganz zufrieden mit meinem kleinen Kerl hier. Der macht das ganz gut. 4 Kerne sind ja auch lustig. Das war damals das absolute Flaggschiff. Also der Core 2 Duo war der normale und dann gab es eben den Core 2 Quad. Das war was ganz Besonderes. Das war echt teuer, das Teil. Also der Prozessor. Und im Original war da nur ein ganz kleiner Prozessor drauf und den habe ich halt, wie gesagt, ausgetauscht. Deshalb läuft das eigentlich noch ganz gut. Ja, und wenn man an so einem Board also so viel rumgebastelt hat, dann ist es natürlich auch einem so ein bisschen ans Herz gewachsen und deshalb habe ich es halt noch nicht weggeschmissen. Und für den Test war es halt genau das Richtige. Die Seite gibt es noch hier, war ich ganz erstaunt. Also bei Gigabyte gibt es also wie gesagt noch die Seite dazu. Die ist aber ein bisschen kaputt. Hier unten gibt es also die Bilder dazu und was er alles für tolle Features hat. Also vor allem für Windows 7 Qualified. Die gibt es alle nicht mehr. Der ist wohl so oft das portiert worden vom einen Cloud zum anderen und dem Server zum dem Server, dass es nicht übrig geblieben ist. Aber mindestens die Übersicht gibt es noch und das ist mein Board hier. Und bei der BIOS-Version, da hatten die das geupdatet. Bis 2009 ist da was dran gemacht worden. Also kann man sehen, es ist echt alt. Ich weiß nicht, ob es noch eine inoffizielle BIOS-Version gibt. Könnte ich mir vorstellen. Aber ist ja auch eigentlich egal. Ja, und ansonsten die ganzen Tools hier, die man da runterladen kann, die sind natürlich nicht mehr für Windows 11 oder 10. Ich glaube, das hört hier irgendwie bei Vista auf. Und dann war es das hier. Ja, gucken wir mal hier. Also 7 ist das letzte. 7 bis Windows 7 ging es noch. Ich weiß gar nicht, was war erst? Erst war Vista, dann war 7, ne? Ja, also jedenfalls bis dahin wurde das alles hergestellt. Aber nichtsdestotrotz, Microsoft hat trotzdem sich drum gekümmert und hat in seiner Installationsroutine immerhin die Standardtreiber so weit vorrätig gehalten, dass das Ding läuft. Und wie gesagt, das ist doch eine super Sache. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen und ein bisschen Mut gemacht, mit seinem alten Board auch nochmal Windows 11 zu probieren. Ob einem Windows 11 gefällt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber immerhin, ihr könnt es probieren und googelt mal nach dem Parameter. Ich will den jetzt, glaube ich, mal nicht in dieses Video stellen, weil ich habe schon gehört, es gibt da Probleme. Microsoft möchte das gar nicht publizieren. Aber es gibt, wie gesagt, bei der Install-Routine, da startet man dann Setup und gibt dann noch einen Parameter mit. Und dann installiert er das. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.